Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute ist es soweit. Freitag ist hier angekommen. Die neue KISS Destroys Anaheim 76 zu der 50 Jahre Destroyer Jubiläumsgeschichte hat sich die Maschinerie, die jetzt hinter KISS steckt, gedacht, sie bringen auch mal ein Live-Album raus, was es in unzähligen Varianten schon als Bootleg gibt. Und natürlich, ich sammle solche Sachen, besitze ich auch eine nicht offizielle Version von genau diesem Konzert, was cool ist, weil ich konnte ein bisschen vergleichen, wie die Aufnahmen sind. Dazu erzähle ich euch gleich mehr. Das ist auf jeden Fall hier die nicht offizielle Variante und das ist jetzt die offizielle Variante. Also die haben jetzt erkannt, dass man auch mit Live-Alben Geld verdienen kann, was andere schon lange machen, auch wenn es nicht offiziell ist. Ich finde es cool. Auch besonders der Preis ist wirklich human für die schwarze Vinyl, die man überall kaufen kann. Dann bei KISS im Store bekommt man noch zwei Sondervarianten, die ich natürlich auch habe. Die gucken wir uns gleich an. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal nach dem Intro mit der schwarzen Version. Ja, hier seht ihr es, Anaheim Stadium, 20. August 1976, A Holy Grail KISS Concert, newly mixed from the original analog multitrack tapes by Eddie Kramer, who recorded the concert 50 years ago. Das Ganze kommt im 180 Gramm Black Vinyl, also Eddie Kramer hat das Ding vor 50 Jahren aufgenommen, hat es jetzt abgemixt, hat es ordentlich aufgepäppelt, weil die Originalaufnahme hier, das soll ein Soundboard-Recording sein, die nicht offizielle Variante, die so aussieht. Da ist ein Poster mit bei, ein ziemlich geiles. Und ja, diese Variante ist vom Sound her natürlich nicht so gut wie das Ding, aber man kann trotzdem gut vergleichen, was hier alles gemacht wurde. Und ich hatte wirklich im ersten Track bei Detroit Rock City fast das Gefühl, dass da ein bisschen rein und zugearbeitet wurde, was das ganze Stimmliche angeht. In den späteren Tracks habe ich das wieder so ein bisschen verworfen und dachte mir, nee, bei Strata und so hört sich das dann doch alles relativ gut an, als wenn es einfach nur gut wieder aufbereitet wurde. Bei Detroit Rock City hatte ich manchmal das Gefühl, man hört stimmlich ein etwas aktuelleres Jahr. Also, wovon reden wir? Keine Ahnung, in den 80ern oder so die Richtung. Also das stimmlich von Paul, weil es hörte sich doch ein bisschen anders an, auch bei Gene. Aber der Eindruck kann vielleicht trügen, weil die Aufnahme von dem nicht offiziellen Teil ist nicht ganz so gut. Wir holen das Ganze mal aus meiner Hülle. Ich habe hier natürlich wieder den Hype-Sticker gerettet, genau wie den Made in Czech Republic. Und dann haben wir hier das wunderschöne Doppelalbum. So, an der Seite seht ihr, haben wir KISS Destroys Anaheim. Da unten steht dann noch die UM Blablabla Nummer, Universal Music. Und das Ganze kann man natürlich aufklappen, kommt mit einem Poster, das gucken wir uns gleich an. Das Ganze gucken wir uns jetzt hier genau an. Bei der nächsten Variante gucken wir uns nur das Vinyl an, weil da verändert sich nichts großartig. Wir haben wunderschöne Live-Motive. Besonders das hier finde ich krass von Paul. Komplett in Action. Das Gene-Bild kennt man. Ja, sehr geil. Ace hier oben, Peter. Wunderschönes Gatefold-Cover. Hinten drauf und auch da deckt sich das Ganze mit der nicht offiziellen die Tracklist. Bei der nicht offiziellen sieht das Ganze so aus. Die Songs absolut identisch. Und natürlich auch am 20. aufgenommen, beide Konzerte. Und ja, ihr seht, die Songs sind alle drauf. Hinten das ikonische Motiv mit Peter seiner Wunde im Style vom, keine Ahnung, irgendwelchen, wie nennt man das? Ich komme jetzt nicht auf die Zeit des Krieges. Ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall haben wir dann da einmal das schwarze Vinyl. Das ist jetzt natürlich nicht so aufregend, das sehen wir gleich nochmal, weil die Label sind dann identisch. Hier haben wir dann Ace drauf und das Ganze kommt in einer nicht gefütterten schwarzen Innenhülle. Das Ganze wird sich gleich bei der nächsten Version nochmal ändern.
Und dann haben wir hier auch ein kleines Booklet dabei, auch das sehr, sehr cool. Innen drin hätte ich mir gewünscht, vielleicht noch eine Seite mehr, ein paar mehr Fotos, wie das halt die nicht offiziellen auch machen, weil nur mal so zur Info, das hier ist bei der nicht offiziellen Variante noch zusätzlich dabei. Da kriegen wir ein fettes Booklet mit ordentlich Bildern, sehr, sehr geil. Hier bekommen wir halt so einen kleinen, ja, vierseitigen Flyer, aber immerhin besser als nichts. Es ist ja schön, dass überhaupt mal offiziell von KISS sowas rauskommt. Ich meine, die letzten Live-Dinger, die wir bekommen haben, waren die Off the Soundboard-Serie. Und ganz ehrlich, diese Eierkarton-Müllverpackung, die man da bekommen hat, fand ich grausam. Und hier endlich kriegen wir was Hochwertiges mit Booklet, mit ordentlichen, ja, Verpackungen drumherum, Cover drumherum, die Off the Soundboard. Ich glaube, mir fehlt immer noch eine Off the Soundboard, diese Poughkeepsie oder wie der Ort heißt. Ich habe sie mir immer noch nicht gekauft. Ich finde die Serie wirklich so kacke, dass ich lege halt einfach Wert um das Drumherum. Ich höre mir Live-Konzerte selten an und deswegen habe ich es dann auch noch nicht gekauft. Die Dinger kriegt man auch immer noch überall, weil sie irgendwie gefühlt auch anscheinend keiner haben will, weil sie wirklich so spuckenhässlich sind. Also die Off the Soundboard-Reihe ist für mich der größte Flop, den man offiziell von KISS jemals zu kaufen bekommen hat. Für Leute, die natürlich Live-Konzerte gerne hören und sowas geil finden, ist es vielleicht was. Ich lege viel Wert um das Drumherum, Beilagen, Cover, Bilder und das bekommt man bei der Off the Soundboard-Serie einfach gar nicht. Dann das Poster. Auch da gibt es gleich verschiedene Varianten, werdet ihr gleich sehen. Da haben wir einmal hier wunderschön KISS Friday, 20. August, Anaheim Stadium. Auch da das Bild wieder von dem diesem Shoot mit der Kopfbandage. Ich komme immer noch nicht auf den Namen, wie damals der Krieg hieß, wo die sich gegenüberstanden und mit Kanonen und Bajonettgewehren auf sich gefeuert haben. Es war nicht der Erste, nicht der Zweite Weltkrieg, sondern wie hieß denn das, Mann? Südstaaten gegen Nordstaaten, ich komme einfach nicht drauf. Egal, ihr werdet es mir reinschreiben. Mir fehlt gerade einfach das Wort, was ich suche. Vielleicht fällt es mir im Laufe des Videos noch ein. Ja, das ist auf jeden Fall die schwarze Variante. Und jetzt gucken wir uns das Vinyl von der Sondervariante an, weil die sieht wirklich geil aus. Und da seht ihr die andere Variante. Da bekommen wir das Ganze auch wieder A Holy Grail KISS Concert. Und hier steht dann Color Vinyl Edition. Das Ganze ist dann natürlich nichts anderes. Wir bekommen einmal das identische Cover, wir bekommen das identische Poster. Das ist hier alles gleich, auch das Booklet innen drin ist gleich, aber hier gibt es halt eine sehr, sehr coole Variante und das ist das Vinyl. Und hier bekommen wir wieder so ein absolut geiles Ghostly Vinyl in so, ja, Flammenart. Sieht einfach mega, mega schick aus. Tolle Maserung der Scheibe. Ich mag diese Ghostly Vinyl Scheibe immer total gerne, weil die sehen absolut cool aus. Warum Ghostly Vinyl? Weil das immer aussieht wie kleine aufsteigende Geister, die so, ja, huibu umherschwirren und das sieht auf jeden Fall nice aus. Und wir bekommen hier nicht identisch das Ganze nochmal, sondern das ist jetzt das Coole an dieser Scheibe. Booklet natürlich auch in der Version dabei. Wer Interesse hat, sich das noch zu holen, ihr bekommt das alles im KISS Store, im DE Store und stellenweise manchmal auch bei Händlern, glaube ich, auch die bunte Variante. Ich glaube, bei Amazon bekommt man nur die schwarze. So, und hier seht ihr nochmal ein Ghostly Vinyl in schwarz-rot. Sieht, finde ich, fast noch geiler aus. Absolut cooles Vinyl. Ich bin sehr, sehr angetan von der bunten Version. Das Ding ist auf jeden Fall ein Highlight. Also, wie gesagt, die bekommt ihr außerhalb des KISS Stores, die bunte und die schwarze Version bei ausgesuchten Händlern. Und das Sondervinyl, was wir uns jetzt angucken, bekommt ihr nur im KISS Store. So, kommen wir zur für mich Hauptversion des Ganzen. Das ist nämlich die Schuber-Version. Und ich sage jetzt mal, das geht endlich mal fast in diese Richtung der nicht offiziellen Boxsets. KISS hat es endlich mal geschafft, uns eine richtig geile Version von so einem Live-Album zu beschweren. Beschweren könnte ich mich über die Off the Soundboard, weil da haben sie es nicht geschafft.
Also das hier ist ein absoluter Knaller. Ihr seht es, hier steht wieder Holy Grail, bla 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 bla. Limited Edition Deluxe 2er LP Picture Disc, exklusives 40-Page-Book mit Extensive Liner Notes. Ja, es sind viele Liner Notes drin, leider nicht so viele Fotos, finde ich. Und unreleased Fotos. Das Ding holen wir jetzt mal aus meiner Hülle, die ich drum gemacht habe, wieder raus. Auch das wurde produziert in Czech Republic. Und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal kommt noch das Goodie, was man dazu bekommt. Jetzt reden wir mal erstmal ganz kurz über den Preis. Das Ganze hat, glaube ich, 98 € gekostet. Für eine fette Schuber-Box mit Vinyl, Booklet, besonders zweiseitig bedruckten Poster und den Ding hier. Und das Ganze für 98 €. Das zieht euch jetzt mal rein gegen die Version von Unplugged oder andere Picture Disc Varianten, die wir bekommen haben, wo einfach nur ein T-Shirt beigelegt wurde und man irgendwie 150, 180 zahlen sollte. Hier kriegen wir ein Mega-Set mit einem Goodie dabei, was wirklich geil ist, und das sollten Sie immer beipacken. Sowas ist cool. Ich will kein T-Shirt, ich will so ein Ding hier, was man sammeln kann, was man sich wegpacken kann in einer wunderschönen Samtdose. Und dann habt ihr hier das zum Aufklappen und da ist diese richtig geile Münze drin. Die kann man hier natürlich auch rausnehmen und dann sieht das Ganze so aus. Wunderschönes Teil. Auf der anderen Seite steht Kiss Destroys Anaheim. Das Ding sieht einfach nur cool aus und ist ein richtig geiler Sammelgegenstand, den man für 98 € mit dieser Box, diesem Vinyl-Set sozusagen dazu bekommt. Grandios, wirklich. Das ist eine Beilage, die feiere ich richtig und ich hoffe, dass das in Zukunft Standard wird zu diesen Picture Disc Alben und der Preis bitte auch in die Richtung geht. Also ich sag mal 89 €, 100 € mit so einer Beilage hier und dann so eine Aufmachung, da bin ich völlig okay mit. Das ist wirklich ein Preis, den man nehmen kann und auch zahlen kann als Fan. Ja, Münze, absolutes Highlight, muss ich echt sagen. Dann haben wir hier die Box, die für mich auch ein absolutes Highlight ist. Ich weiß nicht, doch, man sieht es. Es ist wirklich so ein mattes Teil und ihr bekommt dann halt diesen Glanz-Metallic-Look. Absolut schön. An der Seite steht Destroys Anaheim drauf. Oben und unten ist das Teil nicht bedruckt an den Seiten. Und hinten drauf bekommen wir natürlich auch dieses Bild in so einem wunderschönen Metallic Look. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das Ding ist wirklich ein Highlight. Wer die Chance hat, holt es euch, weil es ist ein absoluter Traum. Ja, schöner Schuber innen drin. Alles in schwarz. Das sieht auch richtig gut aus. Und diese Box hier ist wirklich schick. Gucken wir uns das Vinyl an, bevor wir zu den Goodies kommen. Wir haben hier ein Metallic Cover. Das sieht auch schön aus. Glänzendes Metallic Cover. Hinten auch wieder dasselbe Bild natürlich drauf. Man klappt das Ganze auf. Innen drin auch Metallic Beschichtung. Absolut schick. Und wir bekommen hier ein doppelseitiges Poster. Und das ist wirklich auch ein absoluter Knaller. Ihr habt wieder diese Seite hier, aber die andere Seite ist die, die es in sich hat, weil da bekommen wir ein wunderschönes Destroys Anaheim Poster und diese Seite ist mit Metallic Foil, also so Metallfolie, glänzend, absolut geniales Poster. Das Ding ist ein absoluter Brecher und sieht wirklich richtig gut aus. Das müsste man eigentlich fast rahmen. Wie geil guckt Peter auch bitte auf diesem Bild. Es ist absoluter Traum. Das Ding wirklich genial, muss man echt sagen. Schönes Poster. Da haben sie echt alles richtig gemacht. Kommen wir zu den Platten, bevor wir uns das Booklet angucken. Wir haben Picture Disc Scheiben. Da kann man jetzt drüber streiten, ob es cooler gewesen wäre, dass hier die Farb-Vinyl-Variante drin gewesen wäre. Ich finde ja die normalen Vinyl hochwertiger als so eine Picture Disc, aber ja, die haben sich halt entschieden, dass die Picture Disc immer die teure Variante ist. Das Bild von Ace hier auch ein absoluter Knaller. Wunderschön. Soundtechnisch, wie gesagt, die Aufnahmen stark bearbeitet, dass sich das Ganze gut anhört. Man hat manchmal das Gefühl, dass es
ja nicht die reine Aufnahme ist, die man damals bekommen hat, sondern vielleicht sogar ein bisschen das Ganze zugearbeitet wurde. Aber trotzdem ist es eine wunderschöne Live-Aufnahme. Hier haben wir Peter, auch sieht richtig nett aus, mit dem Tiger hier vorne im Vordergrund. Oder Puma oder Panther, was auch immer. Und dann haben wir Paul, der ein bisschen ja, komisch reinguckt, als wenn er gerade, keine Ahnung, große Beschwerden hat. Aber auf jeden Fall auch ein cooles Bild. Definitiv hier nicht das Beste. Aber nice mit seiner goldenen Locke. Das Ding, ja, auch ein Highlight. Kann man nicht anders sagen. Ihr bekommt natürlich auch das das Booklet bekommt ihr nicht dazu, weil ihr bekommt das Booklet. Und zwar dieses Booklet. Und das ist wirklich ein Highlight. Also dieses dünne Zettelteil ist hier nicht mit drin, sondern ihr bekommt hier ein metallic foliertes Booklet. Hinten mit einem wunderschönen Motiv von, ich glaube, es ist sogar Paul seine Les Paul, oder? Es ist die von Ace. Bin mir jetzt nicht sicher, aber auf jeden Fall ein cooles Bild. Und das Ganze dann natürlich zum Aufklappen, KISS Army Logo und dann bekommt ihr hier zum Anaheim Stadium natürlich ein paar Infos. Viel Schrift. Wenig Fotos, aber Fotos, die irgendwie ja so dann nicht unterwegs sind in anderen Sachen, in den nicht offiziellen Sachen. Hier bekommt man echt ein paar coole Bilder. Absolut nett das Ganze. Ich hoffe, ihr hört jetzt im Hintergrund nicht den Föhn, der gerade läuft, weil meine Tochter meint jetzt gerade, sie muss ihren Föhn einschalten. Aber ich zeige euch das trotzdem hier, wir ziehen das durch. Ich glaube, den hört ihr auch nicht, den Föhn. Ja, cooles Booklet, muss man echt sagen. Schön, dass die offiziellen Sachen auch endlich in die Richtung gehen, wie das, was wir ja, nicht offiziell bekommen. Hier sieht man mal die Ausmaße von dem Stadion. Da hinten ist die Bühne. Das ist wirklich echt krass groß. Kann man nicht anders sagen. Das ist schon heftig, was KISS damals da für eine Halle gefüllt hat. Wie geil ist das Foto von Gene hier bitte? Hier sind es doch ein paar nette, schöne, große Bilder drin. Also vielleicht habe ich doch ein bisschen zu früh gesagt, es sind nicht viele Fotos drin. Ich hatte beim ersten Durchgucken das so ein bisschen wahrgenommen, dass es doch nicht so viele Bilder sind. Aber doch, am Ende wird hier nochmal ordentlich reingehauen. Also ich kann es jedem nur ans Herz legen. Auch hier nochmal dieser Shoot von diesem Bürgerkrieg ist es auch nicht. Mein Gott, wieso komme ich nicht auf diesen Namen? Das ist der Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall geniales Booklet. Man kann es nicht anders sagen. Es ist hier wirklich alles richtig gemacht worden. Dieses Set ist ein Highlight. Ich kann jedem nur nahelegen, holt es euch, solange es noch zu kriegen ist, im KISS Store und es ist einfach grandios. Das ist endlich eine geile neue Auflage eines KISS-Vinyls, die wir hier bekommen. In letzter Zeit waren ja immer so ein paar schöne dabei, aber das hier ist, finde ich, mit momentan eins der Highlights, was jetzt in den letzten Jahren offiziell von KISS rausgekommen ist. Muss man wirklich sagen. Absolut schönes Ding. Damit bin ich raus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War jetzt ein bisschen länger. Und ja, lasst einen Daumen, ein Abo, einen Kommentar da. Ich freue mich sehr zu hören, was ihr davon haltet, wie ihr es findet, ob ihr es euch geholt habt, wenn ja, welche Version, was ihr von der Münze auch haltet, die man dazu bekommen hat bei der Box. Ich finde es grandios, wirklich. Ich finde es eine coole Beilage, besser als ein Pulli, besser als ein T-Shirt. Besonders in dem Preissegment kann ich da echt gut mit leben und ich hoffe, das geht so weiter. Wird es nicht, es wird demnächst wahrscheinlich wieder eine geben, wo man preislich hinten überfällt mit einem hässlichen T-Shirt, aber ich hoffe, dass dieses Münzending gut angenommen wird und die Leute sagen, ey geil, wir bringen jetzt zu jeder Platte so eine Münze raus. Das wäre wirklich ein Knaller. Also dann, jetzt bin ich weg. Keep on rockin'. Tschüss.